Moin moin! Seid ihr es leid, dass Sie ständig die Schnürsenkel lösen? Vielleicht macht ihr auch genau deshalb gleich einen Doppelknoten und brecht euch dann abends fast die Finger, um ihn wieder zu öffnen? Würdet ihr gerne wissen, wie eine Schnür- und Knotentechnik geht, die den ganzen Tag hält und dabei auch noch richtig elegant aussieht? Dann seid ihr hier genau richtig. Denn heute zeige ich euch die sogenannte Parallelschnürung in zwei stilvollen Varianten. Und dazu zwei elegante und feste Knotentechniken, den Pariser und den Berluti-Knoten. Doch bevor wir uns diesen besonderen Bindungen widmen, werfen wir einen kurzen Blick auf die klassische robuste Kreuzschnürung. Denn auch diese kann ordentlich gewunden wirklich gut aussehen. Gleich zu Beginn habt ihr die Wahl, soll die Schnur von unten oder von oben durch die erste Öse laufen. Hier ein kurzer Vergleich, wie es dann jeweils am Ende aussieht. Ich persönlich finde es optisch ansprechender, wenn sie von unten kommt. Das bewahrt die gleichmäßige Wirkung der Kreuzung und lässt die Schnürung ruhiger wirken. Aber das ist reine Geschmackssache. Ist der Anfang gemacht, achtet darauf, dass beide Schnürsenkelenden gleich lang sind. Dann führt ihr das rechte Ende nach links unten durch die Öse und das linke entsprechend nach rechts unten. Und das Ganze wiederholt ihr nun im Wechsel. Rechts nach links, links nach rechts, bis ihr oben angekommen seid. Ziel ist es, ein gleichmäßiges, sich wiederholendes Muster zu schaffen. Von vorne betrachtet liegt dabei immer die linke Schnur unterhalb der rechten. Jetzt kommen wir zur eleganten Parallelschnürung. Zuerst zieht ihr beide Enden der Schnürsenkel von oben durch die unteren Ösen. Wenn euer Schuh wie in meinem Beispiel auf jeder Seite 4 Ösen hat, sollten die Enden gleich lang sein, wenn ihr sie straff nach oben zieht. Bei einer ungeraden Ösenanzahl müsst ihr das linke Ende etwas länger lassen, da es durch den Versatz einen weiteren Weg nach oben hat. Nun führt ihr das linke Ende von unten durch die gegenüberliegende rechte Öse und anschließend auf der anderen Seite von oben durch die nächste. Nun macht ihr dasselbe mit dem rechten Ende, von unten durch die gegenüberliegende Öse, dann von oben wieder zurück. Zum Schluss zieht ihr beide Enden nochmals durch die jeweiligen gegenüberliegenden oberen Ösen, links nach rechts, rechts nach links und schon ist die Parallelschnürung fertig. Und jetzt kommt die zweite Variante und diese Version finde ich besonders spannend. Hier werden die Senkel unter der oberen Schnur versteckt geführt, sodass man am Ende nur noch die sauber verlaufenden Parallelen sieht. Allerdings funktioniert das nur bei Schuhen mit einer geraden Anzahl an Ösen auf jeder Seite. Bei ungeraden Anordnungen klappt es leider nicht ganz so elegant, das zeige ich euch später noch. Also, wieder beide Enden von oben durch die unteren Ösen führen. Dann zieht ihr das linke Ende von unten durch die nächste Öse auf der gleichen Seite und danach von oben durch die gegenüberliegende. Das rechte Ende macht dasselbe. Von unten durch die nächste Öse auf der eigenen Seite, dann von oben durch die gegenüberliegende. Dann noch einmal beide Enden auf der jeweiligen Seite von unten durch die nächsten Ösen und schon ist diese Version der Parallelschnürung komplett. Und jetzt kommen wir zu der Situation, wenn man 3 oder 5 Ösen hat. Die Vorgehensweise bleibt grundsätzlich gleich, nur bei der letzten Schnurführung gibt es einen kleinen Unterschied. Das eine Ende zieht ihr wie gewohnt in die gegenüberliegende obere Öse, das andere jedoch diagonal von unten in die letzte freie Öse. So bleibt das Gesamtbild stimmig, auch wenn die versteckte Führung nicht vollständig erhalten werden kann. Jetzt kommen wir zu den zwei Knoten, die sowohl schick als auch alltagstauglich sind. Beide sitzen fest und gehen im Alltag nicht einfach auf, wenn sie richtig gebunden sind. Der Berluti-Knoten gilt dabei als etwas stabiler. Elegant sind beide, aber ich persönlich mag die schlichte Optik des Parisers. Kommen wir zum Berluti-Knoten. Ihr legt das linke Ende über das rechte. Jetzt formt ihr mit beiden Enden eine Schlaufe, legt die linke Schlaufe vor die rechte. Jetzt wird es etwas knifflig. Ihr führt auf der linken Seite die Schlaufe und das Ende zusammen von vorne durch die Öffnung zwischen den beiden. Drückt die Kreuzung mit der rechten Hand fest und zieht beide Teile vorsichtig durch. Haltet das Mittelstück mit der linken Hand nun fest und zieht die rechte Schlaufe mit dem rechten Ende ebenfalls durch, diesmal von hinten. Nun müssen wir beide Schlaufen leicht anziehen, dass wir den Knoten noch ausrichten können.
Ich persönlich richte die Schlaufen so aus, dass sie flach auf dem Schuh liegen, gleich groß sind und am Ende symmetrisch wirken. Dann erst ziehe ich den Knoten endgültig fest. Und wenn ihr dann abends nach Hause gekommen seid, reicht es zum Lösen einfach nur an den Enden zu ziehen. Ganz ohne Kraft. Beim Pariser Knoten beginnt ihr auch hier, indem ihr das linke Ende über das rechte legt. Dann macht ihr mit der linken Seite eine Schlaufe. Das rechte Ende führt ihr nun zweimal um die Schlaufe und euren Zeigefinger herum und zieht es anschließend von vorne durch die Öffnung beim Finger. Mit der linken Hand zieht ihr jetzt die Schlaufe durch, während ihr mit der rechten Hand am anderen Ende festhaltet. Und auch hier legen wir uns erstmal alles zurecht, bevor wir den Knoten dann endgültig straff ziehen. Auch hier achte ich darauf, dass die Schlaufen gleich groß sind und die Enden auf beiden Seiten schön symmetrisch liegen. Und auch hier müsst ihr abends nur an den Enden ziehen und der Knoten geht ganz leicht wieder auf. Welche Version davon würdet ihr bevorzugen? Lasst es mich doch mal in den Kommentaren wissen. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Ausprobieren. Bis zum nächsten Mal.